In wenigen Tagen startet Feudal Baron Kingsland nach jahrelanger Entwicklung in den Early Access auf Steam. Gefühlt aber viel zu sehr unter dem Radar, dabei verspricht der Titel doch ein durchaus interessantes Aufbauspiel zu werden. Grund genug also, mal alles Bekannte für euch zusammenzutragen. Feudal Baron entsteht aktuell beim polnischen Indie-Team Simfarm in Warschau und wurde ursprünglich bereits vor 3 Jahren, also 2021, angekündigt. Vor etwa einem Jahr gab es dann anlässlich des Steam Next Festes eine Demo, die dem Vernehmen nach auch durchaus gut ankam, und sonst nicht viel. Warum eigentlich? Ein Grund für die zunächst überraschende Funkstille oder das Ignorieren des Titels durch diverse Spielemagazine ist sicher der Publisher Playway, dem ich selbst schon mit dem Fake-Spiel Viking City Builder auf den Leim gegangen bin und mir dann sogar wegen dem aufgezwungenen Manor-Lords-Vergleich höchstpersönlich von Ein-Mann-Entwickler Slavic Magic einen Rüffel abholen durfte. Egal, jedenfalls ist der erste Trailer zum Titel auch hier tatsächlich irreführend und hat mit dem nun fast fertigen Spiel wenig zu tun. Allerdings ist im Gegensatz zum Wikinger-Beispiel dieser Titel echt. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Herrschers einer mittelalterlichen Baronie. So startet ihr mit ein paar treuen Gefährten, die zunächst noch in undichten Zelten kampieren müssen und zieht dann in guter alter Anno-Manier nach und nach eine Stadt hoch und hortet Ressourcen. Damit das Ganze nicht so einfach ist und ihr neben dem Bau von Gästehäusern, Kirchen, Schulen und Friedhöfen auch ein bisschen ins Schwitzen kommt, müsst ihr euch gleichzeitig mit ausgebildeten Truppen, also euren Militäreinheiten, gegen Plünderer wehren, Seuchen bekämpfen, Brände löschen und ja, im Zweifel auch Aufstände niederschlagen. Darüber hinaus müsst ihr in Feudal Baron aber auch Handel treiben, Feste feiern, um eure Untertanen glücklicher zu machen und ja, auch kämpfen. Beim Thema Kampf gibt es aber bisher noch ein großes, Fragezeichen. Zumindest konnte ich nicht herausfinden, ob ihr hier ein RTS-System vorfinden werdet oder wie das Ganze allgemein vonstatten gehen soll. Was definitiv drin ist, sind Mauern, um euch zu schützen, und diese sehen auch ganz schick aus. Wer also eine Kampfkomponente in einem Aufbauspiel benötigt, ich übrigens auch, der sollte hier noch warten, bis der finale Umfang feststeht. Grafisch orientiert man sich unübersehbar an Anno 1800, was aber sicher nicht die schlechteste Idee ist und weswegen sich Anno-Holiker hier wohl durchaus sehr schnell zurechtfinden sollten. Das Spiel möchte euch mit einer spannenden Story basierenden Kampagne um einen ehrgeizigen Baron abholen, der schließlich den König des Landes herausfordert, für welchen ihr bis dahin in regelmäßigen Abständen durch Steuereinnahmen Tribut bezahlt. Die Kampagne soll dabei auch als Tutorial dienen und euch so nach und nach in die Spielmechanik einführen. Obendrauf soll es dann auch noch losgelöste Szenarien geben und da man ja irgendwo Anno kopiert, natürlich auch das klassische Endlosspiel. Feudal Baron erscheint diesen Monat am 23.10.2024 auf Steam. Vorsichtig optimistisch darf man sein, blind kaufen solltet ihr hier aber auf keinen Fall, also unbedingt die ersten Reviews abwarten. Lasst aber gerne blind ein Abo da für mehr solchen Content und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.